So, und jetzt geht's ins Dungeon. Hi Leute, ich bin Vladi von Ausgeknipst und heute gibt es eine Tour von unseren Büro- bzw. Produktionsräumen. Wir fangen an mit dem Versand. Hier werden einerseits Bestellungen aufgebaut, verpackt und auch versendet. Hier ist unsere Aufbau- und Verpackstation mit ein paar Werkzeugen. Hier haben wir unseren selbstgebauten Lichtdichtungsschneider. Den hat Antonio zuletzt gebaut. Damit können wir schön in einem Schnitt mehrere Lichtdichtungen schneiden. Einen Schraubstock, ein paar Werkzeuge an der Wand, schön sauber aufgeräumt. Hier sind die Beilagen, die es zu jeder Bestellung gibt. Unsere Hotshoe-Abdeckungen, ein bisschen Tesa. Hier ist die Versandstation mit 2 Monitoren, einer Box, damit man es gemütlich hat. Ein bisschen Musik hören kann bei der Arbeit. Unser Pickphone, damit gehen die Jungs runter in den Keller und holen die Sachen. Einen Etikettendrucker. Hier haben wir ein Loch reingemacht in den Tisch und die Etiketten, die werden direkt vom Drucker abgezogen und landen dann in dem Mülleimer. PC, hier sind Nachfülletiketten, also wenn hier der Etiketter mal leer läuft, dann können die Jungs sich hier direkt eine neue Etikette ziehen. Und wenn die leer sind, wird es hier mit so einer sogenannten Kanban-Karte wieder nachbestellt mit QR-Code. Der wird gescannt und dann kann man direkt die richtigen Etiketten wieder nachbestellen. Hier ist eine Pinnwand für Bestellungen, die nicht direkt versendet werden können. Wenn irgendwas noch modifiziert oder neu gedruckt werden muss, kommt es dahin, die Etikette. Hier haben wir eine Waage, ein paar Blumen bzw. Pflanzen, eine Kiste zur Adressklärung, also wenn irgendwas versendet werden soll, aber die Adresse nicht klar ist, kommt es dahin. Hier haben wir was ziemlich Cooles, das ist eine Falzmaschine. Die haben wir bestellt, weil wir ziemlich viele solcher Bedienungsanleitungen verpacken müssen und die faltet die schon mal vor, dann spart man sich ein bisschen Zeit. Hier sind ein paar Produkte, die wir sehr oft verkaufen, also täglich ein Dutzend, die sind hier oben, der Rest unserer Ware liegt im Keller, also hier sind vor allem Lichtdichtungen und ein paar Batterieadapter. Hier ist einer unserer Schutzpatrone, das ist, hier steht Toyoda Kichiro, der Gründer von Toyota. Von dem haben wir unser ausgeprägtes Organisationstalent. Hier sind Sachen, die wir benötigen, die wir selber nicht drucken, die wir aber benötigen, entweder zum Aufbau, wie zum Beispiel hier so ein paar Jigs, also Halterungen für den Aufbau, die sind selber gedruckt, aber auch sowas wie Batterien, die wir natürlich zukaufen, nicht selber herstellen, auch Verbrauchsmaterial wie Etiketten für unsere Etikettendrucker. Irgendwelche hier Gewindeadapter haben wir drin, Batteriekontakte, aber auch Tesa und einfach Zipbeutel und sowas. Das ist alles organisiert mit diesen Nummern, genau wie die Etiketten. Also wenn mal irgendwas leer ist, wird es hier mit so einem QR-Code gescannt und nachbestellt. Hier sind die Sachen, die verpackt werden. Die werden hier auch an diesem Tisch verpackt. Hier ist das Verpackungsmaterial. Wir haben standardisiert ein paar gängige Verpackungsgrößen. Der Großteil der Bestellungen passt aber eigentlich immer in diese A1-Kuverts. Das wird hier verpackt und kommt dann in eine Kiste und die Kiste wird dann auf dem Weg in den Keller mit runtergenommen. Und hier steht zu verpacken. Hier kommen die Kisten aus dem Keller, die leer sind, hoch und werden verarbeitet, beziehungsweise meine Mom arbeitet bei uns, die kommt dann auf die Arbeit, stellt sich hier hin, schaut, was da steht. Das wird dann von den Jungs aufgefüllt, gedruckt. Also hier wurden schon die Sachen gedruckt und die muss sie dann nur noch verpacken. Jetzt gehen wir weiter. Hier ist ein Flur. Wir haben hier einen Coworking Space, also hier nicht der ganze Raum gehört uns, sondern nur 2 Räume. Genau, hier, das gehört nicht uns. Hier haben wir eine kleine Teeküche. Hier machen wir uns eigentlich immer noch einen Kaffee oder einen Tee, essen ein bisschen Obst, haben einen Kühlschrank, ein paar Tassen, das war's.
Hier sind unsere Drucker, die stehen hier so halb im Gang. Wir haben momentan 8 Bambulab P1S und als Reserve noch unsere 4 alten Prusa Minis, die zum Beispiel mit leitfähigem Filament oder TPU drucken. Also für Sonderfilamente haben wir die aufgehoben. Hier werden gerade ein paar Boxen gedruckt für unsere Organisation. Die Drucker, die drucken einerseits mehrere Sachen auf einmal, die dann verpackt werden und in den Keller kommen. Andererseits ist vieles, was wir verkaufen, auch Print on Demand. Das heißt, wenn die Jungs früh auf die Arbeit kommen, dann direkt hier gedruckt. Und dafür haben wir auch Bildchen, damit man nicht durcheinander kommt. Wir wissen dann, okay, Drucker 3, das ist der erste Druckdurchlauf. Wenn es fertig ist, kommt es in die Kiste. Und der zweite Durchlauf kommt dahin. Dann werden die ganzen Schächtelchen eingesammelt und kommen in den Versandraum, aus dem wir gerade kommen. Hier haben wir noch eine kleine einen Drucker, mit dem wir unsere Anleitungen drucken. Hier hängen unsere Jacken. Wir haben eine Klimmzugstange. Und hier ist unser Hauptraum, in dem vor allem Antonio und ich arbeiten. Antonio ist gerade hier am Arbeiten. Ich fange mal einfach an, außen rum zu laufen. Das ist einfach ein Tisch zum Arbeiten. Hier haben wir wieder ein paar Werkzeuge und ein paar offene Projekte, an denen wir gerade arbeiten. Zum Beispiel arbeiten wir gerade an einem Lichtdichtungsset für die Hasselblad-Magazine. Da müssen wir noch das passende Material finden. Das ist nicht so einfach. Wir arbeiten an einer Batterie für die Beaulieu 4008er. Hier ist schon mal so ein kleiner Prototyp reingeschraubt. Wir haben hier ein paar Pentax, die neue Lichtdichtungen brauchen. Da wollten wir ein Video drehen. Und hier sind noch ein paar Produkte, beziehungsweise hier sind ein paar Batteriekontakte. Da muss der Antonio noch die passenden Kanban-Karten anlegen, damit wir wissen, wo wir die bestellt haben und wie und zu welchem Preis wir sie wo nachordern können. Da oben haben wir eine Reihe an Kameras und Blitzen. Das ist alles Zeug, wofür wir schon Zubehör anbieten. Hier stehen die ganzen Mittelformat-Apparate. Hier Kleinbild. Wir müssen die Regale ein bisschen erweitern. Da geht uns schon der Platz aus. Da sind wir schon dabei. Hier ist unser Papiermüll. Hier kommt alles rein, was irgendwie Fehldruck ist und recycelt werden muss. Das schicken wir zu einer Firma namens Recyclingfabrik. Die machen daraus dann neues Filament. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr selber einen 3D-Drucker habt. Ein bisschen Verpackungsmaterial, Werkzeug, was wir brauchen zum Prototypieren. Auch diverse Schrauben und Kleinteile, die wir zum Prototypieren brauchen. Netzgerät, ein paar Kisten für Antonio und Lars mit ihren offenen Projekten. Hier ist eine Rolleiflex 606, an der auch irgendwas gemacht wird oder für die irgendwas gemacht wird. Unser zweiter Schutzpatron, Kazuo Tashima. Antonio, wer war das nochmal? Das ist der Gründer von den Minolta. Ah ja, stimmt. Das ist unser Arbeitgeber. Unser Arbeitgeber sozusagen. Was hat Marwan gesagt? Minolta steht für das MA. Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall ist in dem Minolta-Namen irgendwie sein Name verarbeitet. Ja, ist ähnlich wie bei den OM-Systemen bei Olympus. Da ist ja auch der Hauptdesigner drin. Miyata. Genau. Oder Maitani, irgendwie sowas. Ich mache mal die Tür zu, ist so laut. Genau, weiter geht's mit der Tour. Hier unten haben wir noch zusätzliches Werkzeug, ein paar Batterien. Was haben wir da noch? Prototyp-Batterien, Werkzeuge etc. Hier haben wir ein paar Bücher, falls wir mal was nachschauen müssen. Kamerareparaturbücher, die haben wir vor allem früher benutzt, jetzt nicht mehr so viel. Ein Scanner, der ist ziemlich hilfreich, so ein alter Flatbed-Scanner. Wenn man flache Teile nachkonstruieren will, kann man die ganz gut scannen damit. Hier wird einen schönen neuen Konstruktions-PC uns gekauft und hier ist Antonios Arbeitsplatz. Der hat einen Stehtisch. Und was machst du gerade, Antonio? Ich
prototypiere gerade, also ich verbessere gerade das Design von der Minolta XM Motor Batterietür. Mhm. Was machst du da? Weil ich gucke, dass die Kontakte halt alle richtig sitzen. Mhm. Das haben wir ganz neu gemacht. Das haben wir zusammen mit Silver Grain Classics gemacht, das Projekt. Und hier ist die Konstruktionszeichnung. Hat Antonio konstruiert. Sieht komplex aus, ist aber gar nicht mal so komplex. Ja, wir haben schon ein bisschen auch gebraucht dafür. Ne? Ja. Hier haben wir einen zweiten Etikettendrucker, mit dem wir die Karten für das Nachfüllmaterial drucken. Hier sind ein paar im Müll schon. Da ist irgendwas schief gelaufen, aber so sehen die aus. Habt ihr jetzt ein paar Mal gesehen schon. Wir haben hier eine schöne Box, damit wir Musik hören können. Meistens hören wir Coccolino Deep, in letzter Zeit eigentlich auch nicht mehr so viel. Kommen nicht mehr zum Musik hören. Hier ist mein Arbeitsplatz. Ich habe 3 Monitore. Was ich mache, ist vor allem die Webseite verwalten und Customer Support und Fotos. Dann ist hier der Scanner für die Karten mit den QR-Codes. Hier ein bisschen Nachfüllmaterial und ein paar Doppelkekse, die es vielleicht später noch gibt. Hier sind die neuesten Produkte drin. Die schmeiße ich meistens rein, wenn ich sie fotografiert habe. Ein paar Stifte etc., Versandmaterial. Da oben, habe ich euch schon gezeigt, sind die ganzen 35mm Kameras, die wir häufig brauchen, beziehungsweise für die wir Artikel im Angebot haben. Da unten haben wir noch mal ein bisschen Stauraum, hier auch unser Videomaterial zum Videodrehen, USB-Kabel, Mehrfachstecker etc. Hier ist alles Zeug, was ich brauche, um Fotos zu machen. Bürsten, Feuerzeuge, Schaber und ein paar Props. Hier, wir haben eine RX10 ist das, oder RX1, ich weiß schon gar nicht, RX10 Mark III für die Produktfotos und hier haben wir die Fotobox, in der wir die Produktbilder machen. Hier ist der Listingtisch, also hier kommen normalerweise dann, wenn die Jungs ein neues Produkt haben, dann überprüfe ich das und das liegt dann hier. Zum Beispiel haben wir jetzt die Batteriekörbe für die Metz 45 nochmal verbessert. Die haben nämlich, jetzt gibt es die in 2 Versionen, einmal für Nickel-Metallhydrid wieder aufladbare Akkus und einmal für die Standardbatterien. Die funktionieren jetzt besser, halten dadurch länger, weil wir 2 Versionen haben. Hier haben wir ganz unten Elektroschrott. Hier Zeug, was wir weiterverkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Das ist Zeug, was kaputt ist. Das wird dann im Konvolut verkauft. Und hier haben wir noch ein Regal, wo Zeug ist für den Aufbau, wenn irgendwas gelötet werden muss. Also vor allem Kabel und Batteriekontakte für die komplizierteren Produkte, wie eben diese Dinger hier. Irgendwas verpasst, Antonio? Im Keller würde ich vielleicht noch gehen. Magst du noch was sagen? Nee, alles gut. Ich glaub, das war's. Wir haben halt eine ganz große Sammlung hier. Ich weiß nicht, ob das habe ich schon gezeigt. Ja, okay. Was ist deine Lieblingskamera? Meine Lieblingskamera ist die Hasselblad. Echt? Warum? Ich weiß nicht. Die fühlt sich gut an. Das ist einfach präzise. Okay. Man fühlt halt die Qualität davon. Das ist halt ein Unterschied zu Kiew. Okay. Woran arbeitest du sonst noch gerade, außer dem Batteriekontakt-Ding? Hier haben wir MZ, also haben wir 4008 ZM2. Hier bin ich gerade dabei, ich habe gerade einen Schraubverschluss gemacht und habe hier schon einen Adapter parat. Ich muss halt nur die Kontakte reinbringen und noch eine Abdeckung. Und dann, worauf man sehr gespannt warten kann, ist tatsächlich hier die Rolleiflex. Und bei der Rolleiflex 6006 zum Beispiel. Das ist ein Polaroid-Bag, oder? Das ist ein Polaroid-Bag, ja. Da ist das Problem, dass die Batterien halt nicht so lange halten. Und also die Standardbatterien, die halt verbaut sind, sind halt diese Mini-Zellen, aufladbar. Ja, und wenn die futsch sind, dann muss man die halt zur Reparatur schicken, kostet so 100 €. Und ich will halt gern so einen Batterieadapter dafür bauen. Okay. Und ja, wird ein bisschen kompliziert. Ja, das ist ein kompliziertes Teil. Genau, und das Hasselblatt-Ding, das habe ich aber auch schon gezeigt. Genau. Okay, vielen Dank. Dann laufe ich nochmal in den Keller. Und soll ich mit? Ja, kannst du gerne mitkommen. Nimmst du einen Schlüssel mit? Ja.
Einfach weiter, ist alles One-Shot. Okay, dann lasse ich das mal so. Genau. Magst du noch ein paar Klimmzüge machen? Gleich kann ich die Verzerrung. Ja, hier sind übrigens ein paar Bilder auch von mir. Da hinten. Genau, die haben wir hier aufgehängt, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Das habe ich auch schon gezeigt, ja, der Dichtungsschneider. Vielleicht brauchen wir Natalia was im Detail zu zeigen. Ja. So. Schlüssel hast du? So, und jetzt geht's ins Dungeon. Hier ist es ziemlich kalt im Winter und ein bisschen ungemütlich, aber so oft müssen wir zum Glück nicht hin. Eigentlich nur einmal am Tag, um die Bestellungen zu picken. Und was ganz cool ist, wir haben hier eigentlich ein automatisches Licht, was aber warum auch immer gerade nicht geht. Ist vielleicht das müssen wir ersetzen wahrscheinlich. Die Birne ist kaputt, aber normalerweise ist es ein Licht mit Bewegungsmelder. Das war ganz cool, wenn man dann reingeht, geht es zumindest sofort an. Und drehe ich mal die Kamera. Hier ist unser Lager. Genau, am Anfang gab es hier gar kein Licht. Da habe ich mit einer Kopfbirne praktisch erstmal diese ganzen Lichter anbringen müssen. Das ist ein richtig cooles Gewölbekeller. Also, das ist sehr alt hier. Ja, echt ein cooler Keller. ist auch ein bisschen problematisch, weil hier die Wände schon abfallen. Also hier, man muss ab und zu mal putzen, weil einfach die Wände hier runterkommen. Und hier war früher alles voller Gebrauchtware. Genau, also was die Leute nicht wissen ist, wir haben ja angefangen unser Geschäft, wir haben einfach nur Kameras angekauft und weiterverkauft in Konvoluten. Also in Konvoluten meistens angekauft, dann repariert und überprüft und weiterverkauft. Und deswegen haben wir sehr gebraucht. Genau. Und mittlerweile... Genau, jetzt ist es halt so ein Drittel geschrumpft, glaube ich. Jetzt haben wir hier alles 3D-Druckware, die sehr häufig verkauft wird. Alles andere wird just in time produziert. Also das heißt... Also Print on Demand, genau, das wird halt am gleichen Tag... Sobald es bestellt wird, produzieren wir es produziert, halt genau. direkt verschickt. Außer die Teile, die einen Aufbau benötigen, also wo viel geschraubt werden muss. Oder die, genau, die habt ihr oben gesehen, die sich sehr häufig verkaufen, die produzieren wir vor. Genau. Und die Teile, die hier unten sind größtenteils Teile, die so mitteloft verkauft werden, beziehungsweise selten, aber irgendwie aufgebaut werden müssen. Also genau, das dauert halt ein bisschen, deswegen genau, machen wir jetzt ein Badge. Genau. Dann haben wir halt hier das alles numerisch sortiert. Genau, das ist dann, jedes Artikel hat so eine SKU, Stockkeeping Unit, und was ganz cool ist, gut, das müsste zum Beispiel nur oben, aber wir haben ein sogenanntes Zwei-Tief-System. Das heißt, wenn jetzt die Nummer 29, wenn da jetzt noch 3 Stück sind oder 4 sind über oder so, die werden dann gepickt, und sobald die Kiste leer ist, dann gibt es halt schon die zweite parat. Genau, dann nimmt der Mitarbeiter diese Kiste hoch, dann weiß die Person, die verpackt, auch, wie der Artikel gedruckt, beziehungsweise was da noch so reingehört. Also das kommt dann erstmal zu den Druckern, die Kiste. Das habe ich gar nicht gezeigt, aber über den Druckern ist ein Regal. Da kommen die Kisten hin. Dann wird es erstmal hier die Nummer 29 gedruckt. Dann kommt es zu dem Verpacken und Aufbauen. Da werden die Sachen zusammengebaut und verpackt. Und dann kommt diese Kiste wieder runter. Und derweil kann man aber weiterarbeiten und hat hier nochmal einen Bestand. Also 2 tief heißt, früher hatten wir das Problem, wir hatten nur eine Kiste. Wenn die leer war und ist noch aufgebaut, dann gab es halt Verzug, weil man halt die Sachen noch nicht nachproduziert hatte. Genau. Genau, das geht dann so weiter. Also wir haben hier ganz viele, also mittlerweile immer mehr Sachen, die Aufbau benötigt oder sehr häufig verkauft werden. Oben sind halt noch Lager. Ja, hier ist alles irgendwie Zeug, was wir halt so brauchen. Irgendwelche Werkzeuge, Aufbewahrungskisten, Kartons sind hier viel. Also alles, das wir noch brauchen, aber genau, nicht so oft. Dann gehen wir mal weiter. Hier hatten wir einen Durchbruch, das war tatsächlich ein anderer Keller, und dann haben wir gemerkt, dass das halt einen zweiten Keller hinzugemietet. Und das war halt nur von einer Tür getrennt. Oh, da ist ein Surfboard. Das habe ich noch gehört. Ja, das muss ich tatsächlich noch reparieren. Okay. Antonio ist Kitesurfer. Und genau, und hier haben wir noch den Restbestand an unserer Gebrauchtware, also genau, an den gebrauchten Kameras. Hier zum Beispiel ganz viele. Und die sind alle schon repariert, da sind die Lichtdichtungen gemacht, die sind alle komplett geprüft. Genau, Kameras und Zubehör, und die sind alle auch durchnummeriert.
Genau, und das Coole daran ist, wir sortieren nicht nach Marke oder Zubehör oder ob es ein Objektiv ist oder so, sondern es kommt alles in einer Kiste mit einer Nummer, weil dann müssen wir nicht mehr uns dran merken, wo ist die Kiste mit den Canon-Sachen, sondern es geht einfach numerisch aufwärts bis zum... Ja, weil am Anfang, als wir angefangen haben, hatten wir auf jeder Kiste draufstehen. Ja, Canon-Objektive. Canon FD-Objektive genau. bis 50 mm und dann musste man dann immer merken, wo sind die. Genau, also früher war halt so, hier war Canon zum Beispiel, da war ein Minolta, dann mussten wir halt hier hingehen und dann merken, okay, hier ist ein Minolta. Ja, und wir hatten aber auch 5-mal mehr von diesen Kisten oder 10-mal mehr vielleicht sogar. Mittlerweile kann es halt einfach jeder machen, also das ist sehr mitarbeiterfreundlich. Genau, also wir können jemand einlernen und sagen ihm, okay, der sieht einfach nur in der Bestellsoftware Nummer 238 und dann muss er einfach nur in der Kiste die finden. Genau, hier haben wir noch Werkzeug fürs Grobe, zum Beispiel unsere gute Kreissäge. Die schöne Schebbach, die funktioniert gut. Ist die gut, Antonio? Die ist okay. Ich habe heute schon damit gesägt, tatsächlich. Ich habe gerade ein Regal eingebaut. Genau. Die ist jetzt nicht Hightech, aber für das, was wir tun, ist es okay. Es war auf jeden Fall eine gute Investition, eine Kreissäge, wenn man selber Regale baut. Also, zum Beispiel das hast du ja auch selber gebaut. Genau, das ist einfach ganz schnell hingezimmert. Das war eine Notlösung, weil wir hier einen kleinen Wasserschlauch Genau, wir hatten, irgendwie kommt da unten Wasser raus, in letzter Zeit nicht mehr so. Aber nicht mehr. Wir haben auch ein Dach gebaut. Da ist auch noch ein bisschen Gebrauchtware und Versandmaterial noch. Ja, genau. Aber prinzipiell wegen der Scheppach würde ich sagen, falls ihr irgendwie anfängt, holt euch einfach das billigste Werkzeug und guckt, ob ihr es wirklich braucht. Ja. Sobald ihr es sieht, oh, ich brauche das jeden Tag, dann könnt ihr immer noch was Besseres kaufen, aber nicht sofort Hightech. Ja. Genau, das war's. Okay, da gab es eine komplette Tour. Was ist heute für ein Datum? Heute ist der 6.1. 6.1. und das ist unsere erste Tour. Ja. Und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Danke fürs Zusehen. Ciao. Ciao. Bis dann.